Alle Barbecue-Läden in Texas schwören auf den Smoker. Salt Lake macht das komplett anders und deswegen gehen wir immer gerne hin. Alle heute mit Boots, so gehört sich das. Rosie? So, da sind wir, da ist die Anlage. Die sehen immer in diesem Stil so aus, also ziemlich cool. Guckt mal, hier sieht man schon das Holz draußen, da vorne. Hier haben die so einen Gartenbereich, das sieht immer halt sehr schick aus. The Salt Lake. Hier haben wir das Menü. Man kann hier Fleisch nach Gewicht bestellen, verschiedene, natürlich hier Brisket, Rippchen, Turkey, Chicken, Pulled Pork und so weiter, dann verschiedene Zusammenstellungen. Kennt ihr sicher auch schon hier, guck mal nach halbe Pfundpreis. Da wir mittlerweile schon so oft bei Barbecue sind, stellen wir uns meistens nicht unbedingt so ein Plate mit verschiedenen Fleischsorten zusammen, sondern nehmen uns nur was Bestimmtes Konkretes. Also ich nehme oft auch gern mal so ein Sandwich. So, was nimmst du heute? Ich glaube, ich nehme Rippchen, aber jetzt, wo ich wieder sehe, was es alles gibt, bin ich doch noch nicht ganz 100% sicher. Muss noch mal kurz schauen. So, was man hier natürlich auch immer so hat, die Soßen. Und bei Salt Lake sind die aber auch, muss man sagen, auch echt gut. Was wir uns natürlich immer bestellen, ist Sweet Tea. Also das ist so wie in Deutschland ein bisschen wie der Eistee, wobei jetzt nicht irgendwie gepanscht mit Pfirsich, sondern es ist wirklich echter Schwarztee gebraut mit Zucker und dann gekühlt. So, wir haben natürlich ein Menü behalten, weil je nachdem wie viel Platz noch wird, vielleicht gönnen wir uns Dessert. Ja. Was auf jeden Fall sehr gut hier ist der Pecan Pie. Also jetzt nicht ein ganzer, aber ein Stück. Ist sehr lecker hier. Und was ich entdeckt habe, man kann hier so kleinere Portionen bestellen, die auch günstiger sind für Kinder unter 10 Jahren und für Erwachsene über 65. Ja, nicht schlecht. Voll cool. Ich hätte nur noch kurz gesagt, dass das ist halt hier mit dem roten Deckel die scharfe und hier die milde. Soße? Eigentlich, also gefühlt, wir sind hier Regulars, aber nicht so oft genug, dass wir immer das alles auswendig können. Ja, ja. Also wir sind hier vielleicht einmal im Quartal bei Salt Lake, würde ich schätzen so. Und dann vielleicht ab und zu mischt sich dann noch so ein Terry Blacks oder so. Ja, in letzter Zeit war ich da öfter mal, weil ich unsere Besucher dorthin ausgeführt habe. Stimmt, aber nicht unbedingt bei Salt Lake. Nee, bei Terry Blacks. Awesome, thank you. Hier nochmal ein Wasser fürs Kind. Da gibt es immer dann solche coolen Becher. Und dann seht ihr einmal hier den Laden. So sieht das aus. Also das ist dieses ganz typische Salt Lake Design. Der Hauptstandort, der große, sieht genauso aus vom Stil. Das Barbecue ist hier anders. Das ist ganz anders wie bei den meisten anderen hier in Texas. Die machen nämlich das auf traditionelle Art. Das heißt nicht im Smoker, wofür eigentlich das texanische Barbecue ja mittlerweile so bekannt ist, sondern auf offenem Feuer. Also traditionell so ein Grill. Eigentlich das Grillen im Endeffekt so ein bisschen wie man das aus Deutschland kennt. Vielleicht nachher gehen wir mal vorbei, dann kann ich die Feuerstelle einmal für euch filmen. Das bedeutet aber, dass das Fleisch nicht ganz so zart und weich wird dadurch wie beim Smoker. Ich musste kurz unterbrechen, weil unsere Süßkartoffelpommes sind gekommen. Ich habe nicht erwartet, dass es so viele sind. Ja, finde ich geil, weil wir wollten das so oder so eine Portion teilen. Ja. Und ich habe schon befürchtet, dass es so eine kleine Portion wird und die Kleine frisst das alles auf. It's really hot. Alleine, It's really was hot. ja nicht schlimm wäre, können wir mehr bestellen. Aber das ist eigentlich fast schon zu viel. Ja. Ne? Aber die sind schon echt geil, muss ich sagen. Guck mal, die sind eigentlich perfekt frittiert. Nicht, dass die manchmal, wenn man Süßkartoffeln hat im Laden, der das nicht so gut kann, da sind die irgendwie schon fast verbrannt. Kriegen so eine dunkle Kruste und dann schmeckt das auch nicht gut. Aber die sind echt geil, muss man sagen. Man muss sich echt immer noch an die Portionen hier gewöhnen. Genau, Brot wie immer. Du hast ja die Rippchen genommen, Ja, also Schweinerippchen. ja. Sehen natürlich hier wieder top aus. Ich habe mir ein Sandwich gegönnt mit Rind, also Beef chopped, so klein gehackt. Natürlich wie immer Beilage Zwiebel, Gurke und so weiter. Deswegen, wir lassen es uns schmecken. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist die Soße. Die haue ich mir noch drauf.
Nur mal, um die Größe besser rüberzubringen. Er hält das mit 2 Händen. Ist schon geil. So, kleiner Zwischenstand. Wie immer schon jetzt überfressen. Ja. Ich habe viel von dem Sandwich geschafft. Habt ihr gesehen, da war irgendwie so 5 von solchen Reihen, sagen wir mal so. Massenweise Fleisch. Aber trotzdem geil. So, wir sind raus. Reste werden mitgenommen. Jetzt wollen wir buchstäblich zum Auto. Genau. Ordentlich überfressen. Aber war gut, wie immer. Portionen sind einfach so groß. Ne? Das ist gar nicht, dass man Ja. sich überfressen will. Das ist einfach so eine riesige Portion. Wir nehmen auch immer irgendwas wieder mit nach Hause. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Jo, da haben wir uns gut ernährt. Und worauf hat man jetzt Bock? Kurz habe ich an Eiscreme gedacht, aber nee, Eiskaffee muss es sein. Ja, yeah, das Beste von beiden. Ja. Geht ja noch von der Uhrzeit, kriegt man ein bisschen Lust auf Kaffee jetzt, ne? Ja, so ein kleines Dessert, was aber nicht so schwer ist, ne? Genau, wir haben ja hier direkt eigentlich die Straße runter Summer Moon Coffee, ist ja auch ganz gut, ne? Ja. Kennt das jemand von euch? Wahrscheinlich Hallo, wo nicht. sind die Antworten? Ich glaube, die gibt es nur in Austin. Vielleicht, weiß ich nicht. Stimmt, da steht Austin dran. Ja. Genau. Ja. Naja, nehmen wir euch mit, ne? Ja. Ja, wir müssen einmal um den Block fahren für Drive-Thru. Nee, eigentlich gehen wir ins Hotel. Wir wohnen hier gar nicht, wir sind nur Touristen. Gehen ins Ja, Hotel. simulieren hier nur. Scheiße, jetzt haben wir uns Ja. verraten. In 2 Wochen haben wir 100 Vlogs gedreht und dann wird gefaked hier. Genau. Du musst noch voll viele Klamotten mitnehmen oder hier noch kaufen. Ja. Alright, so it will be 1180 out the window. Thank you. So leise, ich habe gar nichts verstanden. Aber da steht doch da Eis-Cinnamon-Latte. Ja, haben die anscheinend nicht oder irgendwas. Ah nee, wir haben Karamell gefragt. Oh Gott, bin selber schon bescheuert. Schauen wir mal, was wir kriegen, weil irgendwie gefühlt haben die hier nichts. Also die haben schon, aber die war so leise, ich habe sie nicht verstanden. Schauen wir mal, Jetzt was habe wir ich so kriegen. voll den Fail. Ich habe irgendwie... Wir haben gerade Becher Abwasser bestellt. Nee, ich glaube, ich kriege jetzt einfach Kaffee mit Eiswürfeln. Ja. So wie letztens meine Eiscreme, Cold Brew die kriegen ich wir. mit Kirschen wollte, wo ich eine Kirsche on top bekommen habe, Ja. weil er mich falsch verstanden hat. Oh, sorry, coming. Thank you. You too. Na, das sieht ja optisch schon mal sehr geil aus. Jo, gucken wir mal. Ja, ganz schlichter Eiskaffee, aber irgendwie ist das voll lecker, dass man mal nichts trinkt, was immer einen süßen Geschmack hat. Genau. Na, Fokus. Meine Fresse. So. Summer Moon Coffee. Im Endeffekt Kaffee mit Milch und Eiswürfeln. Für Brigitte. Brigitte, genau. Gönnen wir uns. Auf euch. Animal Control Round Rock. Oh, wer weiß, was da für gefährliche Tiere drin sind. Ja, so Klapperschlangen. Ja. Oder Genau. Mountain Dews. Mountain Dews. Nee, Mountain Dews ist das Mountain Dew Getränk. Dosen. Gefährliche Tiere. Gefährliche Mountain Dew. gefährliche Nee, wie heißt Mountain denn das? Mountain Killer Pepsis und so. So, was meintest du? Mountain Lions. Lions, Ja, ja. Mountain Aber Dews. Killer Pepsi, Killer Mountain Dew. Ja. Nur Wüste überall. Ja, staubtrocken. Ne? Texas. Überall nur Wüste, Ist nicht direkt Trocken und Klapperschlangen. Wüsten. Nee, die sind ja alle jetzt in dem... Sind alle bei Animal Control. Ne? Ja, alle da drin. Ja, die ganzen. Das war unser Barbecue-Ausflug in Texas. Und ja, wir sind mal wieder komplett überfressen. Das Coole an Salt Lake ist, die arbeiten nicht mit dem Smoker, sondern über offener Flamme. Und das macht komplett einen Unterschied beim Geschmack. Kommentiert doch mal, was würdet ihr beim texanischen Barbecue als erstes probieren? Brisket, Rippchen oder Pulled Pork? Und dann, falls ihr interessiert seid am Alltag in den USA, Kulturschocks, Preise und so weiter, dann bleibt gerne hier. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.